Hallo Kochfreunde, ich bin der Matti, herzlich willkommen auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Ja, heute machen wir eine typisch deutsche Spezialität und zwar Fleischsalat. Das heißt, wenn du Fleischsalat magst, bist du hier genau richtig, denn heute zeige ich euch das beste Fleischsalatrezept, das es überhaupt gibt. Ja, und das meine ich wirklich ganz ohne Übertreibung. Fleischsalat, total lecker, aber irgendwie so das, was man so im Handel kriegt, das ist mir oft zu fade. Beim Metzger, das ist oftmals Glückssache. Und ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit den Zutaten. Und ich kann dir sagen, oh, wow, da nicht unbedingt Kalorien haben. Wir machen Fleischsalat mit Mayo und sauren Gurken, das sind die Grundzutaten. Ich mache noch ein paar Sachen mit dazu. Und wenn das Ganze schön durchgezogen ist, ich sage dir, sagenhaft lecker. Und ja, und wie man diesen Fleischsalat mit Mayonnaise, Gurken und weiteren Zutaten macht, das zeigt dir der Matti jetzt. Also bleibt dran. Ja, für Fleischsalat brauchen wir Wurst. Das ist die Hauptzutat. Ich habe hier 300 Gramm Schinkenwurst. Ihr könnt auch eine andere Wurst nehmen, Fleischwurst oder Lione. Wichtig ist nur, dass es eine Brühwurst ist und von guter Qualität. Also betreibt keine Resteverwertung. Ein Gericht kann nur so gut werden wie die Qualität der Zutaten. Und die Schinkenwurst, die werde ich jetzt auf der Maschine in feine Scheiben schneiden. Und dann werde ich sie in möglichst dünne, ungefähr 3 mm dünne Streifen schneiden, weil je dünner ihr das Ganze schneidet, desto mehr Oberfläche habt ihr und desto besser schmeckt hinterher der Fleischsalat. Dann kommen noch hinzu 3 saure Gurken oder 100 Gramm, die werden in kleine Würfel geschnitten. Ja, und damit das Ganze schön cremig wird, gut schmeckt, kommt noch dazu 150 Gramm Mayonnaise. Und das sind die 3 Basiszutaten für den Fleischsalat im optimalen Verhältnis: 300 Gramm Wurst, 100 Gramm saure Gurken und 150 Gramm Mayonnaise. Die Mayonnaise kommt in eine Schüssel und dann gebe ich noch dazu 3 Esslöffel Gurkenwasser und 1 Esslöffel Sahne-Meerrettich aus dem Glas. Dann würze ich das Ganze mit 1 Teelöffel grobem Meersalz, einem halben Teelöffel rote Pfefferkörner sowie 1 Teelöffel Zucker. Dann machen wir noch dazu eine kleine rote Zwiebel, die schneide ich in kleine Würfel.
Ja, liebe Leute, in einen ordentlichen Fleischsalat gehören auch Kräuter mit hinein. Ich habe hier etwas fein gehackten Dill, man kann auch Schnittlauch nehmen, aber schon der Dill passt wie die Faust aufs Auge. Dann hat das Ganze so eine schöne, subtile Note. Ich gebe die Kräuter mit dazu, verrühre das Ganze, dann stelle ich den Fleischsalat für 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank, damit sich die Aromen voll entfalten können. Und dann werden wir diesen delikaten Fleischsalat probieren. Ja, meine lieben Kochfreunde, das war Fleischsalat à la Matti, so wie ich ihn gerne esse. Und ja, zum Geschmack sei gesagt, schmeckt auf jeden Fall viel intensiver, viel besser als diese gekauften, fertigen Fleischsalate und mindestens genauso gut wie beim Metzger. Ja, so einen herrlichen Fleischsalat selber machen ist im Prinzip ganz leicht, wie du gesehen hast. Da musst du auch nicht groß kochen können. Und der Vorteil ist, du selber entscheidest, wie der Fleischsalat am Ende schmeckt. Und für meine Begriffe, ich mache gerne noch ein bisschen Kapern mit rein. Aber dann bin ich wieder am Ende der Einzige, der das isst. Bei uns mag irgendwie keiner Kapern außer mir. Und Meerrettich gibt dem Ganzen noch ein bisschen Schärfe. Ja, wie gesagt, zu scharf darf es auch nicht sein, weil sonst esse es nur ich. Ja, manche machen den Fleischsalat auch mit saurer Sahne anstatt mit Mayo. Mein Ding ist es nicht. Wie mögt ihr euren Fleischsalat? Würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Matti.